Hallo zusammen! Heute gibt es bei uns wunderbare Grillsteaks vom Hals vom Schwein und vom Metzger des Vertrauens natürlich. Ja, zu diesen Grillsteaks gibt es bei mir eine schöne Bärlauchbutter. Die mag ich, die ist lecker dazu. Aber meinem Mann kann ich damit keinen Gefallen tun, denn er mag keine Bärlauchbutter. Er mag da lieber eine Barbecue-Soße dazu. Und die Barbecue-Soße, ihr kennt mich, die mache ich selbst. Und mit dieser Barbecue-Soße kann ich den Geschmack selbst regulieren. So wie mir es gefällt. Etwas süßer, etwas salziger, etwas schärfer. Oder es gibt ein schönes Rumpsteak. Das hier ist eine Qualivo-Qualität aus Baden-Württemberg. Natürlich vom Metzger meines Vertrauens. Das sieht natürlich super aus. Richtig toll, schön marmoriert. Und mit dieser Barbecue-Soße heute Abend, das wird bestimmt ein Genuss. Ich habe sie auch schon hier. Ich habe sie ja schon gemacht. Das ist sie. Eine Barbecue-Soße. Meine Tochter, meine Freundin, meine Arbeitskollegin, alle haben sie schon und schreien wieder, hast du noch mal Barbecue-Soße? Ja, und die werde ich heute noch mal herstellen. Und dazu lade ich euch heute ein. Die Grundidee ist erstmal maßgeblich für diese Barbecue-Soße. Und was so im Nachhinein, was ihr für Vorlieben habt für so eine Soße, das könnt ihr dann selbst bestimmen. Und das kann man auch gut selbst bestimmen, wenn man es selbst macht. Ihr braucht dazu Tomatenketchup, ungefähr 1 Liter, eine ganze Worcestersoße, Worcestersoße, eine ganze Sojasauce, ein Glas Silberzwiebeln, optional, dann ca. 200 Milliliter Honig, flüssiger Honig, 2 Knoblauchknollen, 2 Chilischoten, den Saft einer Bio-Zitrone, etwas Pfeffer aus der Mühle, etwas Salz und etwas scharfen Sambal Oleg. Etwas Öl zum Anbraten der Knoblauchzehen. Und das war schon alles. In einem mittleren Topf erwärmen wir zuerst das Öl. Da hinein geben wir die grob geschnittenen Knoblauchzehen. Und wenig später den ebenfalls geschnittenen Chili. Wenn das Ganze dann leicht Farbe genommen, das heißt Röststoffe entwickelt hat, füllen wir mit unserem flüssigen Honig auf. Das muss jetzt so richtig gut durchkochen. Nach 5 Minuten ist die Masse leicht karamellisiert und wir löschen mit dem gepressten Zitronensaft ab. Dann gleich noch einen Teelöffel Salz und Pfeffer aus der Mühle. Jetzt kommt mein Zauberstab zum Einsatz. Zuvor gieße ich aber schon mal die Worcestersoße auf, dass es sich besser mixen lässt. Eine ganze Flasche, hinein damit! Nun kommt der Rest noch dazu. Die Sojasauce. Jetzt noch etwas Schärfe nach Bedarf. Bei mir ist es ein Esslöffel Sambal Oleg. Und zum Schluss noch ca. ein ganzer Liter Tomatenketchup. In meinem Falle sind das hier 2 mal 470 Gramm. Bevor ihr die Masse aufkocht, kippt ihr noch den Fond der Silberzwiebeln hinzu, dass das mit schön einreduzieren kann. Ist aber jetzt nicht zwingend notwendig, dass ihr die Silberzwiebeln in diese Barbecue-Soße hineingebt. Ihr könnt sie auch gerne weglassen. Oder ihr macht ein schönes anderes Sauergemüse rein. Es gehen auch so klein geschnippelte saure Gurken oder kleine säuerliche Karottenstückchen oder Selleriestückchen oder was ihr mögt. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch ganz pur ohne Gemüse machen. Fast eine ganze Stunde habe ich jetzt die Barbecue-Soße leicht köcheln lassen. Sie sollte dennoch aber nicht unbeaufsichtigt sein, denn man müsste dann immer mal etwas rühren, weil sie auch leicht anbrennen kann. Jetzt probieren wir sie mal.
Genuss. Eure Familie, eure Freunde, all eure Grillgäste werden sie lieben. Diese perfekte Barbecue-Soße. Abgestimmt auf euren eigenen Geschmack. Etwas süßer, etwas schärfer, etwas saurer, ganz wie ihr wollt. Sowas bekommt ihr nicht zu kaufen. Probiert sie ganz einfach aus, es ist der Hit. Ah ja, jetzt kommt ja erst noch die Silberzwiebeln hinzu. Den Fond hatten wir ja schon reingekippt, jetzt kippen wir noch die Silberzwiebeln hinzu. Die ganze Masse kocht noch. Lassen wir auch noch ganz kurz mit durchkochen, diese Zwiebeln. Und dann füllen wir sie in Gläser ab, aber eben halt in größere Gläser mit größerem Durchmesser, dass man auch die Zwiebeln mit schön entnehmen kann. Wenn ihr natürlich die ganze Sache ohne Gemüse macht, dann könnt ihr auch wieder die Flaschen benutzen, aber Vorsicht, dann darf die Masse nicht mehr heiß sein. Dann müsst ihr die Masse erst etwas abkühlen, denn das sind Plastikflaschen und die gehen dann kaputt, wenn die heiße Flüssigkeit reinkommt. Aber in den Gläsern können wir sie schön heiß abfüllen, mit einem Twist-Off-Deckel verschließen und dann kann man sie auch ohne Kühlung stehen lassen, mindestens ein Jahr. Wenn sie dann angerissen ist, sollte sie aber im Kühlschrank aufbewahrt werden. So, jetzt bin ich fertig. Gekocht, abgefüllt. Die Mengenangabe, die ich euch am Anfang genannt habe, das ist jetzt das Ergebnis davon. Es ist ein bisschen reduziert, ich habe es ja eine Stunde kochen lassen, dann geht es dann schon in der Menge wieder etwas zurück. Aber das ist die Menge, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5 kleinen Gläser und die kleine Menge für den Kühlschrank, die brauche ich heute Abend für meine schönen Rumsteak. Und die anderen, wie gesagt, die sind in Twist-Off-Gläsern und die kann ich jetzt ohne Kühlung aufbewahren, mindestens ein Jahr. Aber so lange hält die nicht. Es kommt die Sommersaison, die Grillsaison. Ein bisschen was verschenke ich und dann ist es auch schon ganz schnell weg. Und die Soße ist wirklich ganz toll. Probiert sie aus. Eure Freunde, eure ganzen Grillgäste werden begeistert sein. Es ist wirklich das Highlight des Grillabends. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, bei der Grillparty und bleibt schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.